Ich bekam einen Anruf von einer Frau. Sie sagte, möchten Sie einen der Rockefellers kennenlernen? Und ich sagte, sicher, sehr gern. Und wir wurden Freunde. Er erzählte mir einige Dinge. Und eines Abends sagte er, Aaron, es wird da ein Ereignis geben. Aufgrund dessen wir in Afghanistan einziehen werden, um dort Pipelines zum Kaspischen Meer verlegen zu können. Wir gehen auch in den Irak, um uns das Öl anzueignen und eine Basis im Mittleren Osten zu errichten. Er sagte, du wirst Typen sehen, die in Höhlen nach Leuten suchen werden, aber sie werden sie niemals finden. Er lachte darüber, dass es diesen Krieg gegen den Terror geben wird, gegen einen nicht existenten Feind. Dieser Krieg gegen den Terror wird ein unendlicher Krieg sein, denn er kann nicht gewonnen werden, und so werden wir in der Lage sein, die Freiheiten der Leute abschaffen zu können. Ich fragte, wie könnt ihr so sicher sein, dass die Leute euch das abkaufen werden? Und er sagte, durch die Medien. Sie werden die Leute davon überzeugen, dass der Terrorismus existiert. Man wiederholt die Dinge einfach wieder und wieder und wieder, und die Leute werden es am Ende glauben. September 11th. September 11th, men armed with knives, armed with chemical, biological, or even nuclear weapons. The fanatics who terrorist killers, September 11th, terrorists of al-qaida, terrorists, Taliban, nuclear weapons, terrorists, 9/11 terror. My fellow Americans, we have already been attacked. Terror, terrorist, evil. Barbaric terrorists, terrorists for terrorism. September 11th, September 11th. The terrorists, war and danger. September 11th, September 11th, terrorism. Global terrorism, the horror. Terrorism, terrorists. Terrorists, 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 the terrorists. Terrorists, terrorist terrorism. September 11th, global terrorism, terrorism. Terrorism. September 11th, world terrorism, terrorism. Terrorism, 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 terrorism. September 11th, threat of global terrorism, terrorism, terrorist, global terrorism, terrorism, terrorism. September 11th, 2001, global terrorism. Terrorists. Global terrorism.
terrorism, terrorist, September 11th, terror. September 11th, terrorism, September 11th. Terrorism, terrorist, September 11th. Hero, terrorist. Terrorist. Terror, September 11th. Threat, tyranny, terrorist, tyranny, tyranny. People hate us. Terror, Terrorism. September the 11th. Terror, terrorist, terror, terrorist. Terror. Weapons of mass destruction. September the 11th. September the 11th. Terrorists, terrorists. The evil terrorists. Terrorists. The terrorists know. Und die Türme fallen immer noch. Alle 5 Minuten stürzen sie von neuem ein. Ich griff zum Telefon. Ich rief NBC an. Ich sehe mir eure Nachrichten an. Wie oft wollt ihr noch zeigen, wie diese gottverdammten Türme einstürzen? Habt ihr denn gar keinen Respekt für die Leute, die Familie und Freunde in diesen Türmen haben? Müssen wir sie immer und immer wieder einstürzen sehen? Ich habe sie bereits 50 Mal einstürzen sehen. Wann hört ihr endlich auf? Bitte hört auf. Ihr reißt mir das Herz heraus. Leave Chile right now. Leave Chile. You are not. You're killing a lot of people. You're killing a lot of people. Leave here. Leave Chile right now. Leave Chile. Leave Chile. We don't want your world government. Leave Chile right now. Leave Chile, okay? Leave Chile. Your family. Your family. Der 11. September 2001 bringt den Irak ins Visier amerikanischer Vergeltungspläne, obwohl Saddam keine Kontakte zu den Attentätern nachzuweisen sind. Unsere Regierung wollte nicht, dass die Frage nach deren Motiven gestellt wird. Stattdessen sagte sie sind einfach böse. We must prevent the terrorists and regimes who seek chemical, biological, or nuclear weapons from threatening the United States. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. The UK knows that they have weapons of mass destruction. Any country on the face of the earth with an active intelligence program knows that Iraq has weapons of mass destruction. Diese Typen haben die öffentliche Meinung manipuliert, Unwahrheiten und Fantasien erfunden, um im amerikanischen Volk Angst zu erzeugen, damit sie ihren Krieg haben konnten. Mr. Vice President, do you think the American people are prepared for a long, costly, and bloody battle? I don't think it's likely to unfold that way, Tim, because I really do believe we will be greeted as liberators. For too long, our culture has said, if it feels good, do it. Now America's embracing a new ethic and a new creed. Let's roll. On this February day, as this nation stands at the brink of battle, every American on some level must be contemplating the horrors of war. And yet this chamber is, for the most part, ominously, dreadfully silent. Oh, you can hear a pin drop. Listen. There is no debate.
Wie oft im Leben bekommt man die Möglichkeit, in einem Konflikt, der Menschen befreien wird, den ersten Schuss abzufeuern? George W. Bush and the United States military invaded the sovereign nation of Iraq, a nation that had never attacked the United States, a nation that had never threatened to attack the United States, a nation that had never murdered a single American citizen. Während der ersten 6 Monate des Krieges richteten sich 50 Luftangriffe gegen die irakische Führung. Kein einziger traf sein Ziel, aber 42 hatten den Tod von Zivilisten zur Folge. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Irgendjemand muss dafür bezahlen. Irgendjemand muss für den 11. September büßen. Ich will den Feind tot sehen. Ich will ihre Körper auf einem Haufen sehen für das, was sie taten. Dafür, dass sie mir meinen Sohn nahmen. Wir gerieten in eine Menge Feuergefechte und haben nicht einen einzigen Marine verloren, weil wir in manchen Gegenden einfach alles als feindlich eingestuft haben. Ein einzelner Typ schießt auf uns. Diesen einen Typen können wir nicht finden. Dann töten wir eben alle, nehmen alles unter Beschuss. Streufeuer. Das ganze Gebiet ist das Ziel. Mein Captain kam zu mir herüber und er sagte, was ist los, Staff Sergeant? Sie sehen etwas mitgenommen aus. Und ich sagte, naja, Sir, heute war ein schlechter Tag. Wir haben viele unschuldige Zivilisten getötet. Und er sah mich an und sagte, nein, heute war ein guter Tag. Und dann ging er weg.